Mach einen Trick an einem 4er-Stufen-Set und schreibe Skate-Geschichte. Klingt einfach, aber nicht an diesem Spot. Das Wallenberg-Set sind 4 übergroße Stufen, die sich an der Rückseite der Raoul Wallenberg Traditional High School in San Francisco befinden. Das Schulgelände wurde am 3. September 1952 unter dem Namen Anser Elementary School eröffnet und 1981 wurde diese in eine Highschool umfunktioniert, wobei sie auch den heutigen Namen erhielt. Benannt ist sie nach Raoul Wallenberg, der durch seinen Einsatz zur Rettung ungarischer Juden während des Holocaust im Zweiten Weltkrieg bekannt wurde. Das Stufenset, welches auch als Big Four bekannt ist mit 1,30 Meter nicht besonders hoch. Das, was diesen Spot zu einem legendären gemacht hat, ist seine Länge. 5 ganze Meter. Zum Vergleich, es ist fast genauso lang wie El Toro, aber nur ein Drittel so hoch. Das bedeutet, dass es hier enorm wichtig ist, genug Speed zu bekommen. Sonst passiert sowas. Der erste Trick am Wallenberg war ein Ollie in die Grab von Mark Gonzalez im Jahr 1990 und zu sehen 1991 in Video Days von Blind Skateboards. Es war kein Wunder, dass nach diesen Aufnahmen die komplette Skate-Szene an diesen Spot pilgerte und ebenfalls ihr Glück probieren wollte. Was aber ein Wunder war: Skaten wurde dort nie verboten und man hat die Skater ihr Ding machen lassen. So gab es 1992 gleich die erste größere Veranstaltung am Wallenberg mit dem Ziel, die Skater zu animieren, neue Tricks an den Big Four zu versuchen. Jesse Paez war der Einzige, der an diesem Tag einen neuen Trick auf die Liste setzen konnte, den ersten Frontside 180 am Wallenberg. Vom 4. bis 6. September 1993 fand in San Francisco der Back to the City Contest an irgend so einem random Skatepark statt. Während der Veranstaltung machte das Gerücht die Runde, dass Chris Markovich einen Kickflip am Wallenberg machen will und daraufhin pilgerten die Zuschauer dorthin. Markovich versuchte den Kickflip mehrmals, schaffte es aber jedes Mal nicht, bei der Landung auf dem Brett zu bleiben. Den Zuschauern wurde dennoch eine grandiose Show geboten. Jamie Thomas machte First Try den ersten Ollie an den Big Four. Außerdem sprang Simon Woodstock mit einem Skimboard die 3er-Stufen runter. 1999 folgte der erste Flip-Trick. Danny Gonzalez mit einem Kickflip Melon Grab, zu sehen in The Reason von Grant's World. In einem Interview mit Jenkem verriet er, dass er an dem Tag übrigens ziemlich drauf war. 2004 fand der nächste Contest am Wallenberg statt. Ein Big Trick Contest, veranstaltet von Thrasher unter dem Namen High Noon at the Big Four. Hey, everybody's gotta come off the roof. The cops are here. The fuck off the roof. Wie auch bei den ersten 2 Veranstaltungen ging es hier nicht um Platzierungen oder ähnliches, sondern darum, Skater unter anderem mit Geldpreisen zu animieren, NBDs am Wallenberg zu machen. So gab es an dem Tag gleich mehrere Tricks, die vorher noch nie an diesem Spot gemacht wurden. Unter anderem einen Frontside Flip vom Boss, einen Switch Backside 180 von Daryl Stanton und einen Heel Flip von Lindsay Robertson. Auch Mark Gonzalez war mit am Start und hat 14 Jahre nach seinem ersten Ollie nochmal einen gemacht. Ein Jahr später kam dieses legendäre Video von Chris Cole raus, welches zu den Dreharbeiten für das Zero-Video New Blood entstanden ist. Darin ist zu sehen, was für ein Battle er mit diesem Spot hatte, um seinen 360-Flip zu stehen, welcher bis dahin ein NBD war. Insgesamt musste er sich 67 Mal dieses massive Stufenset runterschmeißen, um am Ende einen perfekten 360-Flip zu schaffen. Die Bilder von seinem angeschwollenen Arm sprechen Bände. Der bislang letzte Contest fand am 30. Mai 2009 statt, ebenfalls von Thrasher veranstaltet, diesmal unter dem Namen Back to the Berg. Und wie schon beim letzten Wettbewerb wurden diesmal auch wieder einige NBDs gestanden. Jordan Hoffert mit einem Varial Heel Flip, Nick Merlino mit einem Switch Heel Flip, Andrew Pott mit einem Hard Flip, Cody McIntyre mit einem Backside Big Spin und Lizard King mit gleich 3 Tricks. Er machte einen 180 One-Foot Ollie, einen Ollie Disaster an der untersten Stufe und noch einen Airwalk. Außerdem war auch Chris Cole wieder dabei. Er versuchte einen Backside 360 Ollie und schlug bei der Landung mit seinem Hinterkopf auf dem Boden auf. Hit my head. I didn't get a chance to roll in on the roll and just kind of look at it, which I didn't want to do anyway because I thought that kind of looked kind of punk. Was there any thought of like, oh, I'm done, or? Well, it was stars, you know. I was worried about it being open and open enough that I'd have to go and get it taken care of rather than finish the contest. Once the stars went away and I wasn't going to pass out, it was like perfect. Einige Minuten später schaffte er den Trick. Außerdem landete er noch First Try einen Switch Frontside Flip.
Irgendwann zwischen 2010 und 2013 gab es kleinere Umbauarbeiten an der Wallenberg High School, die sich auch nicht unwesentlich auf das Skaten an diesem Spot auswirkten. So wurden unter anderem Rails an den Stufen neben den Big Four angebracht, die, soweit ich herausfinden konnte, noch nie jemand geskatet ist. Und eine Rollstuhlauffahrt direkt vor der Anfahrt zu den Big Four. Konnte man früher von der Straße aus anfahren, war dies nun nicht mehr möglich. Um trotzdem genug Speed zu haben, um das Gap zu schaffen, war es ab nun notwendig, eine Rampe aufzubauen. Any trick you see down that thing, you're not skating that without a ramp. Das hat jedoch trotzdem niemanden davon abgehalten, diesen Spot zu skaten, denn ab da gab es so gut wie jedes Jahr mindestens einen neuen Trick am Wallenberg. 2013 waren es sogar gleich 2 neue Tricks an einem Tag. Forrest Edwards und DJ Gordon versuchten beide einen Switch Flip. Edwards hat ihn zuerst geschafft, daraufhin hat Gordon einen draufgesetzt und einen Switch Backside Flip rausgehauen. 2018 hat Chris Joslin 2 weitere NPDs gemacht. Gefilmt wurde das für das Etnies Video Album. Zuerst machte er einen Hardflip Backside 180, den er gleich beim 3. Versuch geschafft hat. Sein Kameramann war daraufhin not amused. Yeah, the Ghetto Bird was 3rd try, and if you go back to that first angle, I think you can still see one of the filmers setting up, and he was like one of our filmers, like that Etnies filmer. And yeah, if you look right here, I want to say he's like holding the tripod in his hand. In the background? And I roll away and I look at him as I'm rolling away, and he literally gives me like this, like, kind of like, I don't want to say pissed off, but just like very upset, sad kind of look of like, dude, they just did that and I'm not even ready. Und dann haute er noch einen Inward Heel Flip hinterher. Am 9. November 2019 hat sich auch Miles Silvers auf die Trickliste am Wallenberg eingetragen, mit einem Switch Backside Heel Flip. Für diesen Trick hat er 5 Anläufe über einen Zeitraum von 4 Jahren gebraucht. Der aktuell letzte NBD wurde am 25. Oktober 2020 von Brandon Turner gemacht. Ein Switch Hardflip, der im selben Jahr auch zum Trick of the Year gekürt wurde und für den er einen Scheck über $10.000 von SLS erhielt. Aufgrund dieses Tricks erschien sogar ein ziemlich interessanter Artikel über ihn im Forbes Magazine, was für einen Skateboarder ziemlich ungewöhnlich ist, da dies, ein Wirtschaftsmagazin ist. Aber eine klassische From Zero to Hero Geschichte kommt immer gut an. Erstaunlich ist außerdem, dass er zu dem Zeitpunkt bereits 39 Jahre alt war und damit bislang die älteste Person ist, die dieses massive Gap bezwungen hat. 32 Jahre ist nun der erste Trick am Wallenberg her. Die Frage ist, wie geht es nun mit diesem Spot weiter? Also, solange das Gelände nicht abgerissen wird, wird sich hier sicherlich auch nichts ändern und wir können mit Spannung erwarten, welche neuen Tricks hier noch gemacht werden. Leider sieht das Ganze an diesem legendären Spot nur wenige Minuten vom Wallenberg entfernt komplett anders aus.